Puh, einen wunderschönen guten Morgen. Es regnet heute wie in Strömen und meine Haare sitzen genauso, wie sie eigentlich nicht sitzen sollen. Ich habe die Kleine jetzt eben mal zur Kita gebracht und begebe mich jetzt auf den Weg nach Shinagawa, denn heute geht es nämlich zum Immigration Office. Denn heute ist nämlich der große Tag gekommen, da ich vorgestern Post vom Immigration Office bekommen habe. Und zwar stand da drin, dass ich heute nämlich mein Permanent Residence Visum abholen kann. Naja, wobei indirekt, also es waren die 8.000 Yen bei der Briefmarke, die man dort immer kaufen muss, angekreuzt. Und ich schätze mal, das heißt es. Ich bin guter Dinge. Und ich dachte mir, ich nehme euch heute einfach mal mit. Selbstverständlich darf ich im Immigration Office selbst nicht filmen, aber ich mache heute einfach mal so einen kleinen Daily Vlog. Habe ich irgendwie lange nicht mehr gemacht und ich hatte mal wieder Lust, ein bisschen zu filmen, auch wenn das Wetter besser sein könnte. So, jetzt geht's aber ab in den Zug. Oh mein Gott, ich hab's endlich und der Regen hat aufgehört. Das kann ja nur geil sein. Oh mein Gott, ich glaub's nicht. Ich bin gerade so baff. Ich habe eben fast 2 Stunden gewartet, aber das war's wert. Ich muss echt sagen, ich habe ja irgendwie gezittert, als ich an den Schalter gerufen wurde. Also die Zahl ging ja irgendwie erstmal bis 191 und dann hat so einen großen Sprung gemacht bis 210 oder so und die 206 war halt nicht aufgezählt. Und ich war so, oh mein Gott, was ist denn jetzt los? Aber dann kam die direkt danach und ich bin so schnell zum Schalter gerannt. Oh mein Gott, das ist so krass, ey. Ich freue mich so. Und jetzt muss ich das erstmal irgendwie feiern. Pech gehabt, das Café, wo ich eigentlich hin wollte, die so ein richtig tolles Afternoon-Tea-Set hatten, das war übelst voll. Ich meine, klar, jetzt ist natürlich auch direkt Mittagessen, ne, Lunchtime. Und die Schlange war viel zu lang. Nee. Ich guck mal, ob ich woanders was Schönes finde.
kein Cheek-Cover. Schade. Oh, boah, Leute, ich bin so alle. Das ist immer so eine Weltreise. Also jetzt nicht unbedingt Weltreise, weil Shinagawa ist nah dran, aber es ist immer so ein Akt nach Shinagawa. Und das ist immer so ein, ich weiß nicht, ich habe da immer so übelste Deutschland-Arbeitsamt-Vibes. Aber egal, ich bin jetzt da raus. Ich habe mein Permanent Resident Visa und es ist so ein ganz, ganz krasses Gefühl. Mein verfrühtes Weihnachtsgeschenk sozusagen. Was haben wir heute? Den 22. Stimmt, heute ist Yuzu-Badetag. Stimmt, es ist ja in Japan so am 22. Ganz wichtig, das kann ich damit dann auch zelebrieren. Also ich muss ja generell sagen, so Visum in Japan, das ist ja immer gefühlt total durcheinander und Lottery. Klar, es gibt so einen, ich sag mal so geraden Faden bei einigen Sachen. Bei mir war es zum Beispiel so, ich habe vor 7 Jahren, jetzt sind es 7 Jahre tatsächlich, bei mir war das so, das erste Visum, das ich hatte, war das Student Visa, also halt als Ryugakusei, 1 Jahr an einer Sprachschule. Dann hatte ich das Spouse Visa 1 Jahr, dann musste ich es verlängern und das wurde dann nochmal 1 Jahr, dann musste ich es wieder verlängern, dann habe ich 3 Jahre bekommen, hatte dann erstmal so ein bisschen Ruhe. Und jetzt habe ich dann ungefähr ein halbes Jahr vorher jetzt, genau, habe ich das neu beantragt, also das Permanent Resident. Ich habe es einfach mal versucht und habe es jetzt bekommen. Also ganz, ganz krass, vor allem ohne Anwalt. Ich kenne einige Leute, die haben es mit Anwalt gemacht, aber ich meine, nachdem eine Bekannte meinte, dass der Anwalt irgendwie 1.000 Euro kostet, ich meine, gut, das ist vielleicht ganz praktisch, das geht dann auch irgendwie schneller und die sehen dann auch, dass du dann wohl auch die Kohle dafür hast. Aber wir haben doch verzichtet. Bin ich auch ganz froh drüber, weil es war, klar, es war natürlich wieder viel Papierkram. Ich muss aber sagen, jetzt nicht so viel wie beim Spouse Visa. Von allen Visa war tatsächlich die Beantragung vom Spouse Visa am schlimmsten. Aber ich meine, da diesbezüglich habe ich auch irgendwann mal vor Jahren ein Video zu gemacht, wo ich das alles auch detailliert erklärt habe. Hier waren das eigentlich so ein paar Sachen, die sie haben wollten. Ich kann das aber hier so auflisten, was die haben wollten. Und das war dann bei mir so, dass sie jetzt vor, ich glaube, 1 oder 2 Wochen haben die sich halt nochmal gemeldet, weil denen hat was gefehlt, und zwar so eine Renteninformation. Wir hatten zwar welche abgegeben, aber nur von meinem Mann, und meine haben halt gefehlt. Das hatten wir ja bei diesem ganzen Dokumentenhaufen irgendwie übersehen gehabt. Das habe ich dann nachgereicht und habe jetzt dann ja diesen Zettel bekommen, wo dann halt drauf stand 8.000 Yen mitbringen für diese Briefmarke da, die man in dem Konbini im Immigration Office dann dort immer kauft, und da habe ich das jetzt, ne? Irre. Das habe ich mir immer gewünscht. Ey, und jetzt habe ich das. Ja, weil irgendwie, ich weiß nicht, man hat das irgendwie immer dann so im Hinterkopf und das muss ja auch wieder erneuert werden und bla bla bla. Bei mir ist es jetzt vor allem so, dass was jetzt als nächstes kommt, ist das mit meinem Familiennamen. Weil dadurch, dass ich das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, ich war ja mal, das war, glaube ich, kurz nachdem wir geheiratet haben, bei der Deutschen Botschaft und wollte halt meinen Reisepass ändern, beziehungsweise erneuern, damit ich meinen Familiennamen halt auch ändern kann. Ja, ich weiß noch irgendwie, ich bin dann mit dem Reisepass dahin und die wollten mir den nicht erneuern, weil die meinten, der ist ja noch bis 2025 gültig. Und ich hatte damals so eine unfreundliche Truller am Schalter, die irgendwie, ich weiß nicht, ich habe irgendwie einen Haufen an Dokumenten mitgebracht, natürlich waren auch viele auf Japanisch, und dann klatscht sie mir das so hin, kann ich nicht lesen und bla bla bla, und hat mich so blöd angefahren, ich bin da fast heulend raus. Ich habe ihr dann auch nur noch einen schönen Tag gewünscht, sie mir nicht, und ja, mal gucken. Das ist auf jeden Fall das Nächste, das dann bei mir ansteht. Ja, und soweit bin ich durch, Leute. Aber es ist generell, ich weiß nicht, wenn man mal so drüber nachdenkt, man hat es schon einfach vom Spouse Visa. Klar, die Beantragung vom Spouse Visa ist natürlich einfach, aber dann von dort zur Permanence zu wechseln, ist schon leichter als jetzt zum Beispiel Leute, die jetzt nur arbeiten oder so. Es ist teilweise schon echt unfair, wie das läuft hier. Dann hast du Leute, die wirklich schon jahrelang hier arbeiten und haben halt immer noch nicht ihr Visum. Oder jetzt auch neulich hat mir eine auf Twitter geschrieben, die wohnt hier seit 20 Jahren, hat, glaube ich, 1-2 Mal vergessen, ja, irgendwas musste sie bezahlen, irgendwie Tax oder irgendwas war das. Da war sie 1 oder 2 Wochen zu spät und deswegen haben sie ihr nicht das Permanent Resident gegeben. So, genau, dann schauen wir jetzt mal. Jetzt ist ja am Samstag schon Weihnachten. Ey, die Zeit rast. Ey, so schnell kann man gar nicht gucken. Das ist so heftig. Mal gucken, ob ich da dann noch so ein bisschen filmen werde. Ein Weihnachtsvideo quasi, was wir so an Weihnachten machen, was wir an Neujahr machen. Mal schauen, ob ich das dann so ein bisschen dokumentiere für euch. Genau, aber ansonsten habe ich jetzt gerade tatsächlich nicht so viel geplant. Wir überlegen auch so ein bisschen, ob wir verreisen oder so. Mal gucken, was dann daraus wird. Und genau,
bleibt auf jeden Fall dran. Ich möchte mich nochmal sehr herzlich für die neuen Abonnenten bedanken, die ich so in letzter Zeit wieder bekommen habe. Es hat mich sehr, sehr gefreut. Genau, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da und abonniert meinen Channel, wenn ihr mehr Videos aus Japan sehen wollt. Jetzt für immer. Also dann, bis zum nächsten Video. Ciao! Stimmt, ja, und für Fukubukuro-Videos kommen auch bald. Ganz bald. Ciao!